Hallo liebe Leute, hier ist ganz kurz der Holger aus dem Off. Die GoPro, die braucht ja so ein paar Sekunden, um festzustellen, dass da ein externes Mikrofon ist. Und daran habe ich mich immer noch nicht gewöhnt. Ich arbeite dran. Aber aus dem Grund ist es so, dass wir manchmal zu früh losgeredet haben und deswegen wirken manche Szenen am Anfang etwas abgeschnitten. Ich bitte das zu entschuldigen und ich gelobe Besserung. 1, 2, 3. Servus Leute, ne? Also, wir begrüßen euch heute aus Frankfurt. Wir sind hier gerade in der Taunus-Anlage. Der Anlass heute ist... Wir gehen heute zur Blindenhilfsmittelmesse Side City und schauen uns da ein bisschen Hightech oder auch nicht Hightech Hilfsmittel an. Bin ich schon total gespannt. Jawohl, das ist nämlich die größte Konferenz, beispielsweise Messe, ne, über Blindenhilfsmittel in Europa, und da sind wir sehr gespannt. Aber, ne, liebe Christa, ne, es wäre ja jetzt nicht unser Kanal, ne, wenn das nicht auch noch mit ein bisschen Bewegung verbunden wäre. Na logisch. Ne? Und deswegen machen wir heute auch noch eine 20 Kilometer Stadtwanderung hier in Frankfurt, und wir starten jetzt da direkt, dass wir später auch genug Zeit für die Side City haben. Ne? Und es sind dann 2 Videos, eins mit der Wanderung und eins mit der Side City, falls jemand sich nur für eins interessiert. Der Side City Content, ne, der wird natürlich divergiert ganz krass von unserem normalen Content. Aber ich sag mal, gerade so für die Nerds unter euch kann das vielleicht trotzdem noch interessant sein. Denn da wird ja auch wirklich auch Sachen, die mit KI funktionieren und so weiter vorgestellt. Also es wird interessant. Und wenn nicht, dann genießt einfach unsere Wanderung. Die Taunus-Anlage ist einer von mehreren Grüngürteln in Frankfurt. Und ich glaube, da war auch der Verlauf einer ehemaligen Stadtmauer. Ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht. Und die Taunus-Anlage, die ist mitten im Bankenviertel, so wie das hier aussieht für mich. Wir stehen jetzt hier vor der alten Oper in Frankfurt. Die wurde 1880 gebaut, und im Krieg wurde die dann aber zerstört. Die ist dann nach dem Krieg wieder renoviert worden. Schönes Gebäude inmitten von diesen Skyscrapern ansonsten, also das finde ich interessant. Wir haben uns schon gewundert, warum am Opernplatz da so viele Zelte sind, aber da ist eben das Opernplatzfest, was jetzt hier stattfindet. Wunderbar. Da gehen wir hin, falls wir keinen Bock auf die Konferenz haben, ne Christa? Ja, genau. Der Kallbecher Gasse. Ja, das ist wie so, ja, weiß nicht, wie so die Einkaufsstraßen in Nürnberg auch, ne? Ja. Das ist eigentlich richtig schön, das macht auch Stimmung. Ja. Ist, dass viele Straßen, dass da die... Gehsteige ganz flach sind. Genau, das ist blindenfreundlich. Und rollstuhlfreundlich. Genau, aber die sind oft so, dass man sie gerade noch erfassen kann praktisch mit dem Fuß, was auch richtig ist, Christa. Ja, ne? weil dann weiß man immer, wo die Straße und wo der Gehsteig ist. Genau, ist also nicht so wie in Nürnberg, ne, dass da immer 10 cm weit runter geht oder sowas. Ne? Also super, tolle Sache. Ja. Also hier an der Hauptwache, da finden wir schon wieder was sehr Schönes, und zwar sind hier solche, ja, Baumgalerien oder wie nennt man sowas? Alleen. Baumalleen. Ne? Das ist ähnlich wie in Erlangen, nur dass das hier dichter ist, und ja, das gefällt mir sehr. Alles verbunden natürlich mit einer Fußgängerzone. Sehr lebhaft, gefällt uns. So, da ist so ein Sightseeing-Bus, ne, Christa? Wollen wir da nicht einsteigen, da brauchen wir nicht weiter wandern. Genau, das macht auch echt Sinn, weil ich sehe dann wirklich vom Bus aus richtig gut, was da ist. Genau. So Leute, wir sind jetzt hier beim Römer. All diese Häuser hier, die wurden schon mal zerstört, und zwar im Zweiten Weltkrieg, nehme ich stark an, und wurden dann aber wieder rekonstruiert. Und das schaut wunderschön aus, inmitten dieser Bankenstadt. Also wir sind jetzt hier am Main-Kai, und wir sind auch ganz froh, dass wir jetzt so ein bisschen aus dem miesesten Stadtverkehr raus sind. Und Leute, es ist einfach wunderbar. Hier kann man vor allem gut laufen. Und es ist herrlich, hier am Mainufer entlang zu latschen. Sehr cool, es läuft gerade wunderbar. Ja. Und dann noch dieses Gefühl, was wir heute noch alles erleben werden. Also diese Mischung aus Aufgeregtheit und einfach genießen, dass wir mal wieder laufen können, ist wunderbar. Schön.
So Leute, das hier ist der Westhafen. Wir sind gerade auf der Westhafenbrücke und schaut euch das an, das ist auch wunderbar. Hier ist es auch schon wieder ruhiger und so schön für uns und wir gehen aber auch gleich weiter. Aber das hier ist schon ein Traum, ne? Mit diesen Yachten direkt unter den Wohnhäusern und die ganzen Wohnhäuser auf solchen Stelzen. Wir machen uns jetzt wieder auf Richtung Bahnhof und dann beginnt praktisch der zweite Teil dieser Wanderung, wo es dann ein bisschen weiter in die Natur reingeht und raus ein bisschen aus Frankfurt. Da ist dann unter anderem auch ein Aussichtsturm dabei, der Goethe-Turm. Ach, werden wir sehen. So, wir haben jetzt gerade gemerkt, das ist zeitlich schon ein bisschen knapp, ne? Aber wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Goethe-Turm, den wollen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Leute, wir machen jetzt hier schnell eine Pause beim Rewe, ne? Kaufen uns ein bisschen was und dann geht's wieder weiter, ne? Mein oder? Kaffeevorrat ist zu Ende. Ja, alles klar, Kaffeevorrat, ne? So, wir hoffen, dass wir jetzt dann bald mal aus der Stadt ein bisschen rauskommen und so ein bisschen Natur noch mitbekommen, bevor wir dann auf die Side City gehen. So, Christa, wie geht's denn dir jetzt? Passt schon, passt schon. Gut, wir haben jetzt noch so, weiß ich nicht, 500 Meter vielleicht zu dem Goethe-Turm. zum sagenumwobenen Goethe-Turm. Und jetzt wird es schon wenigstens ein bisschen nicht mehr so ganz. Also wir mögen Frankfurt, gar keine Frage, ne? Aber die ganze Zeit in der Innenstadt Na, ist halt auch nicht das Optimale. Na. Ne? aber in Frankfurt scheint Was ist mit Frankfurt? die Sonne und in Franken da regnt's. Siehst du das? Hat meine Und- Schwester gesagt. Jetzt haben wir auch gerade nachhaltig realisiert, ne? Dass bei uns in Erlangen heute Abend der Berg ist. Ne? Ja, Das heißt, alle Züge dorthin werden voll sein. Bin ich mal gespannt, wie das dann heute Abend abläuft bei unserer Ja. Rückreise. Okay Leute, die Christa, die will jetzt unbedingt da hoch, ne? Den Turm. Machen wir das? Ja, machen wir, oder? schon. Also gut. 196 Stufen, 43 Meter hoch. Let's go, ne? Und danach geht es aber dann ab zur Side City, Ja, oder aber Christa? hallo, weil sonst schaffen wir das nicht mehr. Jawohl, sonst können wir nichts mehr von der Konferenz mitnehmen, ne? Und wie viele Stufen haben wir? 99 haben wir schon. 99 Stufen, Leute. Über die Hälfte. Jetzt sind wir also tatsächlich da oben. Ne? Ja, Ja, für mich war das jetzt anstrengender als für die Christa. Ne? das stimmt. Ja, krass, aber der Lautstärkepegel, das ist schon wieder so voll hier oben. Ne? Das ist wie auf, wisst ihr, wie das ist? Wie auf der Neideck. Ja. Und deswegen gehen wir jetzt auch runter, ne? Und sind dann auch gleich wieder weg. Ne? Und jetzt Ja. geht's ratzfatz wieder nach Frankfurt rein, damit wir dann zu der Side City kommen. Sind wir jetzt tatsächlich fast dort. Eine Haltestelle Ziel noch ist zum hier. Greifen nahe. Das Ziel ist zum Greifen nahe. Und ja, und dann geht die Action erst so richtig los, ne? In der Side City, im nächsten Video quasi für euch. Ne? Richtig. Und deswegen möchten wir uns jetzt da heute von euch auch schon verabschieden, zumindest für dieses Video. Ne? Wir hoffen, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Jawohl,
Einiges haben wir jetzt gesehen in Frankfurt, das passt für uns, das taugt. Es waren knapp 18 Kilometer, okay? Das ist in Ordnung dafür, dass man am selben Tag noch auf eine Konferenz geht, ne? Ja. Alles klar.